Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Ben, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Ich bin aufgeregt, weil ich über eine Reise auf die Malediven sprechen möchte. Die Malediven? Das klingt wunderbar. Was hast du im Sinn? Ich möchte eine Reise mit dir planen. Ich denke, es wird ein großes Abenteuer. Da stimme ich zu. Die Malediven sind schön mit klarem Wasser und weißen Sandstränden. Ja, ich habe einige Bilder online gesehen. Die Strände sehen so ruhig aus und das Wasser ist so blau. Ich liebe die Idee, im Ozean zu schwimmen und am Strand zu entspannen. Ich auch. Ich möchte auch einige Wassersportarten wie Schnorcheln und Tauchen ausprobieren. Schnorcheln klingt nach Spaß. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich möchte die bunten Fische und Korallenriffe sehen. Die Malediven sind berühmt für ihre Meereslebewesen. Ich bin mir sicher, dass wir viele Fische sehen werden. Das ist aufregend. Wann möchtest du auf diese Reise gehen? Ich habe an den Sommer gedacht, vielleicht im Juli oder August. Das Wetter ist dann warm und sonnig. Juli und August sind gute Monate. Ich habe im Juli etwas Zeit, das könnte passen. Super! Wir können eine Woche lang reisen. Wir fliegen nach Malé, der Hauptstadt, und nehmen dann ein Boot zu unserem Resort. Ich habe gehört, dass die Resorts auf den Malediven sehr schön sind. Sie haben oft private Strände und klares Wasser. Ja, ich möchte in einem Resort bleiben, das nah am Wasser ist. Ich möchte jeden Tag aufwachen und den Ozean sehen. Das klingt perfekt. Hast du ein bestimmtes Resort im Sinn? Ich habe online eines gefunden, das fantastisch aussieht. Es hat Wasserbungalows und man kann die Fische unter dem Boden schwimmen sehen. Wo? Das klingt schön. Ich würde gerne in einem Wasserbungalow übernachten. Ich denke, wir sollten das Resort frühzeitig buchen, da es im Sommer voll werden kann. Da stimme ich zu. Wir sollten bald die Preise und die Verfügbarkeit prüfen. Was ist mit unseren Flügen? Wir müssen auch unsere Flugtickets buchen. Ja, ich kann dabei helfen. Ich kann die Flugdaten von unserer Stadt nach Malé überprüfen. Das wäre toll. Ich kann die Informationen zum Resort anschauen und dir den Link senden. Perfekt. Wir können alles zusammen planen. Ich möchte auch etwas über das Essen wissen. Ich hoffe, das Resort hat gute Restaurants. Ich habe gelesen, dass viele Resorts Buffetgerichte mit frischen Meeresfrüchten und lokalen Gerichten anbieten. Das klingt köstlich. Ich liebe es, neues Essen zu probieren, wenn ich reise. Ich auch. Ich möchte frisches Kokoswasser und einheimisches Obst trinken. Ich freue mich auf das Essen. Was ist mit Aktivitäten? Ich möchte entspannen, aber auch einige lustige Dinge unternehmen. Das Resort bietet viele Aktivitäten an. Wir können schnorcheln, Kajak fahren und sogar eine Sonnenuntergangsbootstour machen. Eine Sonnenuntergangsbootstour klingt romantisch. Ich kann mir vorstellen, wie die Sonne über dem Ozean untergeht. Ja, das wird sehr schön. Wir können auch eine lokale Insel besuchen, um die Kultur zu sehen und Souvenirs zu kaufen. Ich mag die Idee, eine lokale Insel zu besuchen. Es wird schön sein zu sehen, wie die Menschen dort leben. Ich möchte auf dieser Reise viele Fotos machen. Die Landschaft wird fantastisch sein. Ich werde auch meine Kamera mitbringen.
Wir können Fotos von den Stränden, dem Wasser und dem Sonnenuntergang machen. Diese Reise wird voller Erinnerungen sein. Ich freue mich so sehr, sie mit dir zu planen. Ich freue mich auch. Die Planung der Reise ist Teil des Spaßes. Ja, ich fühle, dass die Reise noch spezieller wird, wenn wir gemeinsam planen. Lass uns also eine Liste der Dinge machen, die wir tun müssen. Zuerst müssen wir die Flüge und das Resort buchen. Richtig. Ich werde die Details des Resorts überprüfen und du kannst die Flugzeiten prüfen. Dann können wir unsere Aktivitäten planen. Wir sollten entscheiden, wie viele Tage wir am Strand und wie viele Tage bei Ausflügen verbringen möchten. Ich denke, wir sollten die meiste Zeit am Strand verbringen. Ich möchte entspannen und schwimmen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir 1 oder 2 Ausflüge planen, um schnorcheln zu gehen und eine lokale Insel zu besuchen. Ja, ich stimme zu. Wir können auch etwas freie Zeit einplanen, um selbst zu erkunden. Ich mag diesen Plan. Die freie Zeit erlaubt es uns, an dem Tag zu tun, was wir möchten. Ich werde unsere Ideen aufschreiben. Wir können einen einfachen Reiseplan erstellen. Großartig! Der Reiseplan hilft uns zu wissen, was wir an jedem Tag machen. Ich fange an mit Tag 1. Ankunft in Malé, Boot zum Resort nehmen, am Strand entspannen. Das ist ein guter Anfang. Dann können wir am Tag 2 schnorcheln und die Meereslebewesen erkunden. Ja, und am Tag 3 können wir eine lokale Insel besuchen und einheimisches Essen probieren. Ich freue mich auf das Essen. Ich hoffe, wir können in einem schönen Restaurant auf der Insel essen. Ich habe gelesen, dass es kleine Cafés gibt, die frische Meeresfrüchte und lokale Gerichte servieren. Das klingt perfekt. Ich möchte alles probieren. Am Tag 4 können wir einen freien Tag zum Entspannen haben. Ein freier Tag ist wichtig. Wir können schwimmen, uns sonnen und tun, was wir wollen. Vielleicht können wir am Tag 5 eine Sonnenuntergangsbootstour machen. Ich finde die Idee wirklich gut. Ja, eine Sonnenuntergangsbootstour wird sehr romantisch. Wir können viele Fotos machen. Und am Tag 6 können wir Kajak fahren oder Stand-up-Paddeln ausprobieren. Ich habe noch nie Stand-up-Paddeln ausprobiert. Es wird eine neue Erfahrung für mich sein. Ich auch. Ich denke, es wird Spaß machen, auf dem Brett zu balancieren und das Wasser zu erkunden. Schließlich können wir am Tag 7 packen, frühstücken und mit dem Boot zurück nach Malé für unseren Rückflug fahren. Das ist ein guter Plan. Ich bin schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Ich freue mich, dass wir diese Reise zusammen planen. Es macht die Idee des Reisens noch spannender. Ja, die Planung mit einem Freund ist das Beste. Wir können unsere Ideen teilen und die Reise noch besser machen. Ich werde dir die Details des Resorts und der Flüge schicken, wenn ich sie finde. Bitte mach das. Ich werde meine E-Mails überprüfen und mir die Flugoptionen ansehen. Großartig. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um zu besprechen, was wir gefunden haben. Das ist eine gute Idee. Wir können die Reise Schritt für Schritt planen. Ich freue mich auf unser Treffen. Ich werde mein Notizbuch mitbringen und wir können alles aufschreiben. Ich werde auch meinen Laptop mitbringen, damit ich dir die Flugdaten zeigen kann. Perfekt. Wir sind ein gutes Team. Zusammen werden wir eine tolle Reise auf die Malediven planen. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Reise sehr besonders sein wird. Die Malediven sind ein Traumziel. Ich stimme zu. Es ist ein Ort voller Schönheit, Abenteuer und Entspannung. Ich freue mich so sehr. Danke, dass du diese Reise mit mir planst. Danke, Ben.
Ich freue mich, mit dir zu planen. Lass uns diese Reise zu einer wunderbaren Erinnerung machen. Ich kann es kaum erwarten, im klaren Wasser zu schwimmen und am Strand zu entspannen. Und ich kann es kaum erwarten, schnorcheln zu gehen und die bunten Fische zu sehen. Wir werden so viel Spaß haben. Ja, diese Reise wird voller Abenteuer und neuer Erfahrungen sein. Ich werde heute Abend mit den Details zum Resort und den Flügen beginnen. Und ich werde die Flugzeiten und Preise überprüfen. Lass uns nächste Woche treffen, um unsere Ideen auszutauschen. Das klingt nach einem Plan. Ich bin mir sicher, dass wir viele gute Ideen haben werden, die wir besprechen können. Ich bin sehr froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Es macht mich aufgeregt, an die Zukunft zu denken. Ich auch, Ben. Eine Reise zu planen macht immer Spaß. Und es mit einem Freund zu tun, macht es noch besser. Ich stimme zu. Die Malediven sind ein schöner Ort und wir werden dort viele glückliche Erinnerungen schaffen. Ja, ich freue mich auf die warme Sonne, das blaue Wasser und die entspannten Tage am Strand. Ich freue mich auf all die lustigen Aktivitäten und die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Danke, dass du mit mir über diese Reise gesprochen hast. Danke, Anna. Ich freue mich, mit dir zu planen. Lass uns unsere Reise auf die Malediven Wirklichkeit werden lassen. Ja, lasst's uns tun. Ich sehe dich nächste Woche, um mehr über unsere Pläne zu sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Anna. Du auch, Ben. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Anna. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.